Die Idee gleicher Freiheit für alle gehört zu den wirkmächtigsten des liberalen Skripts. Doch wer gehört zu alle? Diese Frage ist keineswegs banal. Sie ist vielmehr Kern der politischen Auseinandersetzungen über Freiheit und Liberalismus. Historisch betrachtet war gleiche Freiheit lange ein Privileg, das nur wenige genießen konnten. Denn das Versprechen gleicher Freiheit für alle bezog sich zunächst nur auf weiße Männer mit Besitz. Wer diese Kriterien nicht erfüllte, galt als unselbstständig und damit der Freiheit unfähig oder gar unwürdig. Und das waren insbesondere schwarze Menschen und People of Color, Frauen und ArbeiterInnen. Dennoch hat die Idee gleicher Freiheit für alle auch sie inspiriert, denn sie kämpften für eine wirklich gleiche Freiheit, die die Exklusionsmechanismen liberaler Freiheit überwindet. Und das führte zu radikalen Veränderungen. Zumindest formal betrachtet gilt das Versprechen gleicher Freiheit für alle heute ausdrücklich für alle Menschen, ungeachtet der Hautfarbe oder des Geschlechtes, die ihnen zugeschrieben werden, und ungeachtet ihres Besitzes. Dennoch wirken strukturelle Exklusionsmechanismen fort. Wer kann in andere Länder reisen und sich dort niederlassen? Und wer stößt bei diesem Versuch auf unüberwindbare Grenzen? Wer kann darauf vertrauen, nach seinen Leistungen beurteilt zu werden? Und wer muss davon ausgehen, dass auch sein Aussehen eine gewichtige Rolle spielen wird? Wer kann sich gegen Ausbeutung am Arbeitsplatz zur Wehr setzen? Und wer ist ihr hilflos ausgeliefert? Die Idee gleicher Freiheit für alle bleibt ein Versprechen, das unvollständig eingelöst wurde und für das weiter gekämpft wird. Die Idee, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, die Idee gleicher Freiheit ist das Kernprogramm des liberalen Skripts. Es ist nicht überholt und es wird selten geleugnet. Wer es leugnet, ist ein Gegner der liberalen Ordnung, ein expliziter Gegner, aber solche sind selten und wahrscheinlich begründen sie für die liberale Ordnung das eher kleinere Problem. Das größte Problem besteht darin, dass diese Garantie gleicher Freiheit materielle Voraussetzungen hat. Leute müssen die Möglichkeit und die Ressourcen haben, ihre Freiheiten zu nutzen. Seine Meinungsfreiheit kann man nur nutzen, wenn man eine Meinung hat, aber wenn man auch gelernt hat, sie zu artikulieren. Seine Versammlungsfreiheit kann man nur nutzen, wenn man in der Lage ist, zu einer Versammlung zu gehen. Das bedeutet, dass die Garantie gleicher Freiheit zwar eine notwendige Bedingung ist für die liberale Ordnung, aber eben nicht hinreicht. Das ist der Grund für viele Enttäuschungen an dieser Ordnung und es ist im Grunde die zentrale Baustelle, an der man die liberale Ordnung schützen muss. Ihre Gegner sind auch diejenigen, die sich dagegen wehren, dass solche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und die Enttäuschung können wir nur loswerden, wenn wir allen Menschen die Möglichkeit geben, diese Freiheiten auch wirklich umzusetzen.